Hallo Leute, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es von uns mal wieder ein UX-Thema. Es geht um Affinity Maps, es geht um Affinity-Diagramme. Ja. Was zur Hölle ist denn das eigentlich? Ja, Affinity-Diagramme, die helfen uns bei der Auswertung von Interviewdaten, die wir erhoben haben. Und Interviews, du erinnerst dich, Ja. haben wir beim letzten Mal in der UX-Folge besprochen. Und jetzt müssen wir darüber reden, was machen wir denn mit den ganzen Daten, die wir da erhoben haben. Und dafür brauchen wir Affinity Maps. Das wird sehr spannend. Ich glaube, du hast da mit dem Simon was gemacht. Genau. Das sehen wir gleich. Ich bin gespannt. Papalapap. Junge, Junge, das ist schön, dass du da bist. das freut mich auch, dass du da bist. Es ist die 4. UX-Folge. Beim letzten Mal, wir erinnern die uns, vierte? die 4. Die 4. Ja, nicht zu verwechseln mit der 3. Und wie zeigt man die 3. Folge an, lieber Holger? So, die 3. Folge. Okay. Du wärst also, du wärst durchgekommen. Ich wäre durchgekommen. Inglourious Bastards. Ihr wisst, was ich meine. 3 Gläser. Also, erinnern wir uns gemeinsam, was ist zuletzt passiert? UX-Folge 3. 3. Wir haben, 3. genau, also die 3. Folge ging um Interviews. Das ist richtig, ja. Und wir müssen jetzt darüber reden, was machen wir denn eigentlich mit den Interviews? Ja. Und mit den Daten, die wir in Interviews erheben, da kann man ganz viel machen. Aber eine Sache, die immer zuerst kommt, wenn ich Interviews gemacht habe, sind Affinity-Diagramme, weil die mir bei der Strukturierung helfen. Deswegen haben wir improvisiert und dankenswerterweise ist der Simon mit eingesprungen. Und zwar machen der Simon und ich für Cocentric intern eine Fortbildungsreihe. Und wir mussten ein Affinity-Diagramm für den Workshop erstellen. Dann filmen wir uns einfach dabei. Und das haben wir gemacht. Und ich würde sagen, anhand dessen können wir vielleicht versuchen, jetzt das Ganze zu erklären. Dass wir da mal reinschauen und ich versuche anhand dessen zu erklären, warum wir das so getan haben. Geht's um Bloomify? Es geht tatsächlich um Bloomify, ja. Bloomify, vielleicht, das ist schön, dass du es sagst. Ja. Als ob wir uns abgesprochen hätten. Ja? Bloomify ist ein virtueller Kunde, den wir uns überlegt haben. Und zwar geht es darum, dass wir quasi beauftragt werden. Wir sind in dem Fall die Workshop-Teilnehmer, müssen bei uns also wirklich, die müssen richtig arbeiten. Und Bloomify möchte so eine Art App oder irgendwas in der Richtung herausbringen. Das müssen wir noch genauer definieren. Und da geht es darum, Blumen, die man zu Hause hat, zu pflegen. Vielleicht mit Sensoren, die dann messen, ob genug gegossen wird, ob genug Lichteinfall da ist, etc. Aber was genau die App nachher leisten soll, das ist eigentlich die Aufgabe herauszufinden in Interviews und in einem Affinitätsdiagramm. Und das haben wir uns dann einfach mal angeschaut. Aber das ist doch, soweit ich das verstanden habe, sollte es doch zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt gar nicht darum gehen, ob ich eine App habe, sondern Ja. ich habe ein Problem oder Genau. und in diesem Interview möchte ich das Problem beleuchten und möglicherweise ist die App dann die Lösung für das Problem. Exakt. Ja, Das hast du genau richtig wiedergegeben. sehr gut. Dann bin ich jetzt sehr gespannt. Genau, da würde ich sagen, schauen wir mal rein. Mats ab. Mats ab, würde ich auch sagen. Hat gerne Pflanzen da. Hat gerne Pflanzen. Ist mir zu allgemein, oder? Obwohl, ja, wir hatten auch Interviews, wo die Leute gesagt haben, Pflanzen sind ihnen eher egal. Ne? Also vielleicht nehmen wir es mal mit. Sag mal die ID. MK-J-3. 3. Hat gerne Pflanzen da. Ja, also was wir jetzt sehen ist der erste Teil. Also generell nennt sich das Ganze jetzt die Interpretation Session. Und was wir jetzt gesehen haben, ist einer, der ausgewählt ist, fängt an, das erste Protokoll vorzulesen. Und man sitzt jetzt mit typischerweise 3, 4 Leuten in einem Raum, unter anderem diejenigen, die die Interviews durchgeführt haben. Ja. Gerne aber auch noch weitere Teilnehmer aus dem Team, Ja. weil
es ist irgendwie so ein kollaborativer Workshop, wodurch einfach auch Wissen verteilt wird, allein dadurch, dass man gemeinsam arbeitet. Und jetzt darf jeder entscheiden, oh, das, was du gerade vorgelesen hast, das ist für mich ein wichtiger Punkt. Den würde ich gerne mitnehmen. Was ich noch anmerken würde, ist, wir haben gesehen, dass da ein Code auch mit rübergereicht wurde, nenne ich es mal, und auch eingetragen wird. Und zwar bekommt jedes Interview selbst ein Kürzel. Wir setzen das immer zusammen aus demjenigen, der das Interview geführt hat, und dem Protokollanten. Und dann werden alle Einträge in dem Interview quasi durchnummeriert. Und dadurch, dass diese beiden Informationen jetzt zusammengesetzt werden, dann steht da meinetwegen F-H-3, wissen wir, über FH können wir das Protokoll eindeutig identifizieren und über 3 wissen wir, es ist der dritte Eintrag. Das heißt, wir können jederzeit, wenn wir später mal unsicher sind, wo kam denn dieser Eintrag her, zurückgehen und referenzieren auf das Protokoll. Gut, dann schauen wir mal weiter. Pflanze braucht Wasser und Übergießen ist auch eine Option. Kein Detailwissen und kauft Pflanzen nach Ästhetik. Wunsch, die Wohnung lebendig zu haben. Okay, das würde ich gern splitten. Ja, richtig. Genau, also was man öfter hat in Protokollen ist, jeder protokolliert so ein bisschen anders und manchmal schreibt dann jemand so mehrere Dinge auf und das ist dann ein bisschen viel. Das heißt, die Zettel, die wir jetzt aufnehmen, die sollten im Prinzip einen Aspekt beinhalten. Und dann stellt man hier fest, oh nee, da hat zwar jemand jetzt einen Satz oder einen Absatz protokolliert, aber irgendwie stecken da mehrere Dinge drin. Und in dem Moment fangen wir an, die aufzusplitten. Die bekommen dann zwar die gleiche Referenznummer, weil die auf das gleiche Protokoll, den gleichen Eintrag referenzieren, aber wir highlighten in dem Fall dann 2 unterschiedliche Aspekte und nehmen die auf. Ja, verstehe ich, ja. Genau. Also irgendwann hat man dann alle Protokolle durch und dann hat man einen Riesenhaufen an Sticky Notes. Ja. Und jetzt geht es in den zweiten Abschnitt. Und zwar geht es jetzt darum, zu clustern. Und dafür werden jetzt quasi die Karten gemischt, sodass jeder Anwesende nachher ungefähr gleich viele Karten erhält, aber in zufälliger Reihenfolge. Also es ist nicht so, du kriegst jetzt alle von Interview A, ich alle von Interview B, sondern die werden einfach wild durchgemischt. Und dann geht's los. Einer aus der Gruppe wird bestimmt und der darf einen beliebigen Zettel aus seinem Stack nehmen und hält den dann hoch, um den anderen vorzustellen. Das können wir uns einfach mal angucken. Wir hatten einen Nutzer, der gesagt hatte, schwierig Blumen zeitlich unterzukriegen. Schwierig Blumenzeit unterzukriegen. Okay, dann schaue ich mal, ob ich da auch irgendwas zu habe. Ja, also Simon hat jetzt in dem Fall den ersten Zettel beliebig ausgewählt. Und jetzt suchen alle Anwesenden, in dem Fall sind wir nur zu zweit, aber jeder sucht jetzt nach weiteren Zetteln. Also Simon ist durchaus auch aufgefordert zu schauen, habe ich noch weitere Zettel, die dazu passen. Aber im Prinzip gilt das eben für jeden Anwesenden. Ne? Pflege im Allgemeinen aus zeitlichen Gründen schwierig. Hört sich gut an. Das ist ganz gut, ne? Ja. Genau, und wenn jemand der Meinung ist, ich habe hier einen Zettel, der passt dazu, meiner Meinung nach, dann stellt er den erstmal den anderen vor und die Gruppe entscheidet dann, passt oder passt nicht. Das heißt, in dem Fall habe ich Simon kurz gefragt, war relativ überzeugt schon, dass das passt, aber Simon hätte auch genauso gut Einspruch erheben können. Und das ist auch im weiteren Verlauf durchaus passiert, ne? Dass er sagt, nee, das sehe ich gerade ein bisschen anders. Für mich ist in dieser Gruppe ein anderer Aspekt gerade im Vordergrund. Okay. Ich habe hier noch einen, da steht drauf, beide berufstätig, viel auf Reisen, keine Zeit für Pflanzenpflege. Ja, kann man schon mal rantun. Das kannst du ja später auch woanders noch rantun. Ja, eventuell ist dieser Reiseaspekt vielleicht gleich nochmal wichtig, weiß noch nicht. Ich würde sagen, gerade passt es erstmal ganz gut. Ja. Das verstehe ich richtig. Also da wird
nee, es ist im Grund der Methode, dass die Gruppe entscheidet. Ist das inhärent für diese Methode wichtig oder Ja. ist das? Im Prinzip, wenn du ein Affinitätsdiagramm machst, gibt es nicht das eine richtige Affinitätsdiagramm. Das heißt, wenn ich die gleichen Protokolldaten 2 Gruppen gebe, dann werden die 2 unterschiedliche Affinitätsdiagramme erzeugen. Für mich steht auch so ein bisschen im Vordergrund bei der Methode der gemeinsame Gewinn an Informationen. Das heißt, dieses gemeinsame Shared-Verständnis, das dabei entsteht. Ne? Und dafür muss natürlich die Gruppe auch entscheiden und nicht ein Individuum, sag ich mal. So, und jetzt sieht man, ne, da haben wir einfach ein bisschen gesucht. Ja. Und dann stellt man irgendwann fest, Aber dann ich finde gerade nichts mehr. Ne, das heißt, dieser Zeitpunkt ist eigentlich dann der Zeitpunkt, wo jetzt rotiert wird. Das heißt, gerade hat Simon den ersten Zettel vorgestellt und jetzt geht es reihum weiter. Das heißt, ich bin jetzt dran und sage, okay, ich suche mir mal einen Zettel aus. In dem Fall war das einer, den ich gerade schon in der Hand hatte, über den wir diskutiert hatten. Wir haben halt gesehen, ja, mehr als diese 3 Zettel finden wir gerade noch nicht für die Gruppe. Dann lass uns die nächste Gruppe bilden. Das heißt, die wird dann. Eine zweite Gruppe. Ja. Und dann geht das jetzt eine Zeit lang weiter. Ne? Das heißt, jetzt werden Gruppen gebildet. Irgendwann hat man dann eine ganze Reihe an Clustern erzeugt. Und manchmal stellt man fest, okay, es entstehen auf einmal so Unstimmigkeiten zwischen, gehört dieser Zettel jetzt dazu oder gehört er nicht dazu? Und dann ist der nächste Schritt, Überschriften zu finden. Da gibt es so ein paar Besonderheiten, weil Affinitätsdiagramme grundsätzlich sind wohl eine Methode, gerüchteweise lernen die Kinder in den USA schon in der Grundschule. Also im Prinzip einfach dieses Clustern. Was wir jetzt hier machen, ist aber schon, ich sag mal, eine spezialisierte Variante nach Holzblatt, die extra dafür geeignet ist, UX-Themen auszuwerten. Und da gibt es so ein paar Besonderheiten, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen. Jo. perfekt. Also, ich hätte hier noch Pflanzen im Wesentlichen dekorativ. Passt das damit hin? Hier, Ja. Hat gern Pflanzen. Pflanzen sollen gut aussehen. finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schwierig, weil dekorativ ist ja nicht unbedingt, dass man positiv Pflanzen gegenüber ist, also leidenschaftlicher Pflanzenbesitzer, sondern könnte auch negativ sein, dass das sowas ist wie eine Pappfigur. Also die Reduktion so aufs Dekorative steckt da drin. Ne? Genau. Vielleicht wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, dass wir uns mal Gedanken über Überschriften machen. Ich parke das mal einmal hier in Ja. der Nähe so. Vielleicht fangen wir mal mit einfachen. Haben wir irgendeins, wo dir direkt was einfällt, eine Gruppe? Gut, das ist natürlich sehr stark Smart Home. Ne? Ja. Was wäre jetzt da so ein Satz aus Nutzerperspektive? Genau, und das ist hier, glaube ich, der entscheidende Punkt. Ne? Also wir alle haben beim Clustern relativ schnell irgendwie so eine Überschrift und das ist so meistens ein Wort, ne? Sowas wie Smart Home. Aber das Schwierige ist, das ist dann sehr generisch und unter Smart Home könnten wir beide jetzt komplett unterschiedliche Dinge verstehen. Und um das zu schärfen, ist halt die Regel hier, das ist immer so ein kurzer Satz geschrieben aus der Nutzerperspektive. Was wäre das jetzt in dem Fall für Smart Home? Ich möchte meine Pflanzen automatisiert gießen. Das wäre zum Beispiel ein Aspekt, den jemand im Kopf haben könnte. Oder ich bin offen für Smart Home Lösungen, wäre viel allgemeiner. Und dadurch, dass wir jetzt diesen Satz aufschreiben, wird dann dieser Konflikt offensichtlich, dass du denkst, ah ja, es geht hier konkret darum, automatisiert zu gießen. Und ich denke erstmal, nee, Moment, da geht es erstmal noch so allgemein um Smart Home. Und dann haben wir eine viel bessere Möglichkeit, und stellen vielleicht fest, nee, Moment, eigentlich brauchen wir jetzt 2 verschiedene Cluster und müssen die Gruppe nochmal aufteilen. Ja, okay. Einfach platt ist es ja das Thema da drin,
dass mehrere Leute die Pflanzen pflegen. Und Ja. ich möchte meine Pflanzen mit denen teilen und die Pflege mit denen teilen. Ich möchte mir die Pflanzenpflege mit mehreren Personen teilen. Ja, vielleicht ist es auch, ich möchte zusammen mit anderen meine Pflanzen pflegen Ich möchte oder es- unsere Pflanzen pflegen. Ne? Ja. Weil Ja, das gefällt mir viel besser. Ich möchte. Genau, da haben wir so ein bisschen gesehen. Also das ist manchmal gar nicht so einfach, auf eine Überschrift zu kommen. Aber im Prozess, wie man diese Überschrift abstimmt, entsteht auch wieder ein gemeinsames Verständnis. Ja. Was soll denn diese Gruppe überhaupt sein? Ja. Und das finde ich halt so das Interessante an der Methode, dieser Austausch, der da stattfindet. Im Prinzip gibt es die große Menge an Affinitätsdiagrammen und die, ich sag mal, nach Holzblattregeln definiert werden, ist im Prinzip so ein Subset, die so ein paar Anforderungen erfüllen. Also Überschriften aus Nutzerperspektive und es gibt ein bestimmtes Farbschema. Ja? Das heißt, wir sehen jetzt hier, gelb sind die Protokollkarten und die Überschriften der ersten Ebene sind zum Beispiel blau. Das heißt, wäre totaler Mega-Fail, würde ich jetzt dafür grüne Karten nehmen, weil ich keine anderen Karten hätte. Würde ich sofort jegliche Credibility in der UX-Community verlieren. Zu Recht auch. Das zu würde Recht. mir natürlich nie passieren. Und falls doch, würde ich das in der Postproduktion korrigieren. Ja, und jetzt geht es halt weiter. Das heißt, jetzt fängt man an, Überschriften zu finden. Und das kann jetzt durchaus auch ein gemischter Prozess sein. Das heißt, dass ich bin jetzt nicht anfangs in einer Phase, wo ich nur Cluster und dann finde ich nur noch Überschriften, sondern das geht so ein bisschen fließend ineinander über. Irgendwann fällt es einem schwerer, Zettel zu Clustern zuzuordnen. Und das ist der Moment, wo es vielleicht eine gute Idee ist, Überschriften zu finden. Aber dann hat man ja noch Karten. Und dann, wenn man dann so ein paar Cluster gefunden hat, dann stellt man auf einmal fest, jetzt weiß ich, wo ich diesen Zettel hier hinkleben kann und fängt an, die Cluster auch zu vervollständigen. Ja, kann es auch andersrum passieren, dass ich jetzt mir beim konkreten Überlegen von Überschriften, dass ich vielleicht anfange zu reorganisieren. Auf jeden Fall. Also keine Ahnung, 4 von 5 Karten passen jetzt zu dieser Überschrift perfekt. Ja. Ich würde sogar sagen, das ist die Regel, dass das passiert. Und das ist auch gerade das Schöne an der Methode, weil jetzt am Anfang, das ist noch so ein bisschen Brainstorming. Und deswegen fängt man da auch bewusst nicht zu früh an mit Überschriften, Ja. um sich nicht schon dadurch, wenn ich schon direkt Überschriften setze, dann habe ich ja nur mein Framing an die Wand gebracht, also was ich vorher schon gedacht habe. Und das will ich halt vermeiden, indem ich das erst ein bisschen später mache. Ja. Und ich habe hier was für unseren Parkplatz, nämlich die Anzahl Pflanzen. Die hänge ich mal hier hin. ja, sehr gut. Und damit wir das auch mal einsetzen können, würde ich vorschlagen, diesen Wunsch hier einmal aufzuhängen, nämlich auf den von dir so schön vorbereiteten Parkplatz für Wünsche. Wunsch, digitale Karte der Wohnung, um zu sehen, wo gegossen werden muss. Das ist für mich schon so klar lösungsorientiert. Ne? Das ist ja ganz praktisch. Das müsstest du vielleicht noch kurz erwähnen. Genau. Wir haben uns hier verschiedene Bereiche, Spezialbereiche definiert, die für uns gerade als Team hilfreich waren. Einmal etwas, was wir Parkplatz genannt haben. Das heißt, Zettel, wo wir eigentlich der Meinung sind, die bringen uns Wert. Die wollen wir nicht wegtun. Aber wir finden gerade noch keinen richtigen Cluster. Wir haben noch keinen Griff. Und irgendwie merkt man dann, über den Zettel reden wir gerade schon viel zu lange. Lass uns den mal zwischenparken und erstmal weitersuchen, weil später fällt es einem oft leichter, den irgendwo einzuordnen. Und das andere ist, irgendwie eine Möglichkeit finden, Ideen und Wünsche zu sammeln. Das heißt, Nutzer kommen immer wieder auch in Interviews mit konkreten Ideen und Wünschen, die man auch aufnehmen will, aber die jetzt nicht so richtig dazu passen, dass wir hier eigentlich gerade versuchen, das Problem besser greifen zu können. Und damit die nicht verloren gehen, sammeln wir die extra. Es gibt auch Ansätze, wo die einfach mit speziellen Symbol gekennzeichnet werden. Wir haben uns jetzt dafür entschieden. Und was man auch auf der rechten Seite sieht von dieser Tafel, da haben wir auch noch einen Müllbereich. Ich dachte, ein Kochtopf. Sieht aus wie ein Kochtopf. Ja, es ist... Erinnere mich dran, dass du mich nicht zum Essen einlädst.
Und dieser Prozess, der wird jetzt so lange fortgeführt, bis wir alle gelben Zettel weg haben, also bis alle gelben Zettel geclustert sind und auch jeder Cluster eine Überschrift hat. Und dann geht es in die nächste Runde. Das heißt, je nachdem, wie viele Cluster und Zettel ich habe, fange ich dann an, Überschriften zu bilden. Okay, wir sind immer noch in der Gruppierung. Korrekt. Wir haben ein bisschen umgruppiert. Ich wollte gerade sagen, es sieht bedeutend ordentlicher aus. Ja, also das heißt, das ist durchaus auch was jetzt passiert. Um Gruppen selber wieder zu gruppieren, muss ich natürlich da auch eine gewisse Nähe zwischen den Gruppen schaffen. Und dann sieht man im Zeitraffer, wir haben dann wirklich angefangen, Gruppen neu zu organisieren, wir haben verschoben und es ist uns ein bisschen schwer gefallen. Irgendwie steht da für mich so drüber, ich brauche Unterstützung bei der Pflege meiner Pflanzen. Ja, finde ich gut. Aber gut, vielleicht gibt es auch keine, vielleicht sind das genau die Top-Level-Gruppen schon. Ja, genau. Also was wir auch festgestellt haben im weiteren Verlauf ist, es fehlen einfach noch 2, 3, 4 Interviews, um das Ganze noch greifbarer zu machen. Okay. Ich frage mich nur gerade, wollen wir jetzt die Überschrift noch machen oder lassen wir das? Ich dachte, die rosa Zettel sind Überschriften. Genau, also wir haben jetzt Überschriften, Header im Englischen, dann haben wir Superheader und tatsächlich gibt es noch eine Ebene darüber, die Superheader. Ah, okay. Und da wir uns an der Stelle schon mit den Superheadern manchmal recht schwer getan haben, aber mit dem Ergebnis dann doch sehr zufrieden waren, haben wir noch so ein bisschen hin und her überlegt und haben uns für den Fall erstmal dagegen entschieden. Das heißt, wir haben gesagt, nee, irgendwie fühlt sich das gerade gut an der Stelle einen Cut zu machen. Okay. Und damit kann ich dann nachher in die nächste Runde gehen. Das heißt, ich kann das nehmen, um Personas zu modellieren. Ich kann das nehmen, um mal eine User Journey draufzusetzen und zu schauen, wie verhält sich denn der User heute, was passieren denn da alles für Dinge. Und im Prinzip ist das kein finales Ergebnis für mich, sondern eher so ein Zwischenschritt für weitere Folgeschritte. Ja, das habe ich dir mitgebracht. Ich habe wieder was gelernt. Danke natürlich auch an Simon. Würde ich auch sagen. Ja, Simon, das hast du toll gemacht, hat Spaß gemacht. Dann bedanken wir uns fürs Zuschauen, für eure Aufmerksamkeit. Und wir hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal einschaltet. Damit das noch wahrscheinlicher ist, wenn euch das gefallen hat, drückt doch mal auf ein Like, drückt doch mal auf die Glocke, abonniert den Kanal, kommentiert mal, was euch gefallen hat, was euch nicht so gefallen hat. Genau. Und bis die Tage. Bis die Tage. Ciao. Tschüss. Holger hat eine Hose an. Ton läuft. Fortschritt zur letzten Aufnahme. Ton läuft.